My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's 4 more hard years of fighting. Ups. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. See you later, fellas. Try not to work too hard. Look at you, bantering with the boys. Brings a tear to my eye watching my caterpillar grow wings. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in at Central. Ja, gut. Da sind wir jetzt wieder drinnen. Ihr hört mich jetzt super wundervoll über ein neues Mikrofon. Aber um zu testen, wie das jetzt hier so alles, was das alles für ein Käse ist, wüsste ich mal gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier das letzte Mal aufgehört haben. If you know what I mean, ne? Also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Dem werde ich mal kurz auf den Grund gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Vom Datum her müsste es auf jeden Fall stimmen. Ich hoffe, dass es jetzt auch mal in Wirklichkeit stimmt. So genau weiß man das ja leider nicht. Und es ruckelt, ja. Ja, weg. Card. Kann man da hinlaufen? Naja. Wird knapp. Naja, aber wofür hat man ein Auto? Naja, also komm. Kann man auch mal fahren, ne? Ich meine, hier hat sich da ja niemand drum geschert. In dieser Zeit. Und, naja, gut. Park mal dann doch mal hier. Komm. Und rüberrennen. Vielleicht werden wir nicht überfahren. Ja. Und ich habe irgendwie so leicht das Gefühl, dass ich laut bin, aber mein Interface sagt mir, ich bin super. Hey, ich bin von der Bullerei. Hallo. Ich bin wichtig. Und ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem Ort komme, wo ich hin soll. Wäre vielleicht jemand so frei und würde mir das sagen? Hier, ja, sieht gut aus. Hallo. Ah, hast mir noch die Richtung gezeigt, dass ich hier hingehen soll. Oh.
Unfallstelle, 8:05 Uhr am Morgen. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Hey, out of the way, bub. Bitte. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Gut. Dann gehe ich doch mal, wie auch immer, würde ich dann hier gerne runter. Wie kommt man da? Da, hier so irgendwo. Ups, lol. Sah gut aus. Hast du gut gemacht, Mr. Phelps. Komm, wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen ein Let's Play machen. Ah, den kennen wir doch, You oder? want to see this, Phelps? There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Okay. Oh, die Musik kenne ich doch. Oh, ein Schlüpfer. Ein zerrissener. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Gute Idee. Was ist hier sonst noch drin? Ein Briefchen. Dear Jessie. Lieber Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und ich wollte wie Clara Bow sein, schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Ich bin sicher, Tante Junie passt auf dich auf, aber ich mache mir einfach Sorgen um dich. Du kennst ja deine alte Mutter. Der Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen, vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie einem die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma wird so hübsch und die kleine Molly ist auch genauso süß, wie du in ihrem Alter warst. Sie brauchen eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe Jessie, komm bitte nach Hause. Ich habe Angst um dich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich weine jede Nacht um dich. Deine dich liebende Mutter Camille Hamilton. She's a long way from home. Ja, vermutlich. Ich weiß zwar nicht, wo sie wohnt, aber ist bestimmt weit weg. Gut. Was haben wir hier? Das Kennzeichen nehme ich mal an. Kann ich nicht mehr so viel mit anfangen. X, um dich zu unterhalten, ja. Sieht nach keinem großen Auto aus. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been Vermutlich. unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. No, gibt's hier irgendwas? Sieht ein bisschen aus, wie heute ein Smart aussieht, mit diesem runden, mit dieser runden Mittelkonsole in der Mitte. Naja, aber ich habe das Gefühl, dass hier nicht mehr drinnen ist. Aber immer wenn Leute so komisch gucken,
habe ich das Gefühl, dass da doch was sein muss. Und Bekowski, ist hier irgendwas? Nö, guckst einfach nur so, ne? Tja. Ist in der Tasche noch was? Nee, dann dreh dich mal. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Bitte? Kranker Scheiß. Wer macht denn sowas, bitte? Kann ich jetzt auch nicht weiter sagen. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. Ja, weiß nicht, gibt's hier noch was? Ja, gut, den ganz drin lassen. Interessiert mich nun wirklich nicht mehr. Zweimal lesen will ich's nicht. Und ansonsten sehe ich jetzt auch gerade nichts mehr. Bitte? Was sagst du? I suggest you interview the young lady when she's conscious. Okay, dann sprinten wir mal nach oben, weil wir so ein guter Cop sind. Leider kann er währenddessen nicht lenken. Nicht so richtig zumindest. Wie bei dem Auto, was da unten steht, aber... Na, so. Gott. So ist das halt. Da oben... War hier gerade was? Da war doch auch was... Ach nee, nur ein paar Texturen, die mich gleich kürre machen. Ist hier oben vielleicht noch was? Irgendwelche Bremsspuren? Na, schieb mal deinen Hintern weg. This ain't the red carpet, so get out of my lens. Ja, du mich auch. Ich bin hier der Boss. Der Chef im Geschäft. Hallo? Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what Nein. happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't like combativeness. Tja, da hat sie ihm wohl eine Abfuhr erteilt. Okay, habe ich irgendwelche Beweise? Chevy Skyline. Gut. Opfer unter Drogen. Damenhöschen. Wisconsin, jetzt wissen wir's. Künstlicher Schrumpfkopf. Okay, und wie siehst du aus? Du nickst. Und blinzelst. Gut, dann angeblicher Drogeneinfluss. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Ich zweifle das mal an. Oder warte. Ja, ich zweifle es an. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop.
Aha. Was ist denn mit der verletzten Beifahrerin? Do you get paid by the Ja. hour for doing nothing? Jetzt halt die Klappe. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Die guckt schon wieder so behindert. Habe ich irgendwelche Beweise? Nö. How Yeah. old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. Schade. Naja, gut. Wie guckt sie wieder? Achso, die guckt echt so. Ah, die ist sehr selbstverliebt irgendwie. Do you get paid Halt by the die hour for doing Fresse. nothing? Ich hau dir gleich mal was rein. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Jetzt guckt er mich aber echt überhaupt nicht an. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. Ach so. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Ja. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Okay. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Tja. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news hounds. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned.